Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Zwei-Kanal. Ich hoffe, euch geht es grundsätzlich gut. Mir geht es ganz gut. Heute machen wir ein kleines Ding, eine kleine Analyse, nämlich zu einem eventuellen Spielerwechsel von Cissé zum FCM. Den hat niemand auf dem Zettel aktuell. Ich nehme das hier am 4.1. auf. Aktuell gibt es keine Infos dazu, nirgendwo, die ich gelesen habe. News auch nichts dabei. Ich will euch das nur kurz von Schalke vorlesen. Keine Ahnung, aber mir gefällt dieses Bashing gegenüber Cissé überhaupt nicht und halte es zudem für mächtig überzogen. Man sollte da mal die komplette Zeit sehen, die er bei uns unter Vertrag steht. Und dazu gehört nun einmal Umstände, die quasi ein Vorankommen im Kader fast unmöglich machten. Zumindest erheblich erschwerten. Das waren zum Teil körperliche Probleme und Verletzungen und dazu kommen ja dann die Abstellungen für Malis U23, zunächst Olympiateam und auch noch A-Team und Afrika Cup oder Qualifikation. Und dass es sich dazu auch noch alles überschneidet in den Spielen oder Regenerationszeiten, kommt ja auch noch dazu. Und on top kam damals natürlich noch das Hamburg-Spiel und die ganzen Folgen daraus. Und wenn man das mal alles zusammennimmt, was mag wohl in ihm selbst vorgegangen sein? Wenn ich gemessen an all diesen Katastrophenumständen für ihn selbst denke, so kann ich mich nicht ein einziges Mal an irgendwelche Skandale oder Verfehlungen seinerseits erinnern. Alles klaglos hingenommen und unter Fimpel Stammspieler und Leistungsträger gewesen. Fimpel hat sein Verhalten stets gelobt und bekam doch kein Bein auf die Erde bei den Profis und wurde abgestempelt. Dass er dann im Laufe des zweiten Jahres unter gleichen Umständen vielleicht irgendwann selbst mal den Fokus verliert. Unerklärlich, glaube ich nicht. Aber ja, sein Fehlverhalten häufte sich wohl. Und gut, es ist jetzt so, wie es ist. Der Drops ist gelutscht. Was ich aber als wirklich schade betrachte, da sein Talent wohl schon ganz klar zu erkennen war und sich aber mal ganz deutlich von allen anderen Talenten abhob. Ihm mache ich vielleicht den Vorwurf, dass er nicht mal von alleine darauf kam, eventuell seine Vereinskarriere in den Vordergrund zu stellen, anstatt den Nationalstolz. Aber das zu bewerten steht mir überhaupt nicht zu. Aber so etwas hätte ja eventuell auch mal von Vereinsseite aus kommen können. Keine Ahnung, ich finde es halt schade, da er ein durchaus sehr interessantes Profil besitzt. Aber so drauf zu kloppen, nee, tut mir leid. Das ist die Meinung von einem Schalke-Fan. Ich hoffe, das Vorlesen war ganz in Ordnung. Wie gesagt, es ist ein bisschen klein geraten hier. Geht leider nicht größer, es tut mir leid. Ich hoffe, man kann es lesen. Wenn nicht, kann ich euch den Text auch gerne zustellen. Genau, dann kommen wir zu ein bisschen Sachen, die ich herausgefunden habe. Magdeburg-Zone ist ein kleiner Liga von uns, beziehungsweise ein großer Liga, der so bekannteste, würde ich sagen, der immer die neuen Spieler liegt und hatte bis jetzt immer recht. Der Satz von Huti ist auch schon so gut wie durch. Ein Mali-Spieler. Mali hat Nationalspieler, die können nur Optionen sein. Alles andere ist nicht unser Niveau. Da haben wir Niak KT, auf gar keinen Fall, zu hoher Marktwert, zu teuer. Fofana, zu teuer. Diaby, auch zu teuer, ganz klar, bei St. Gallen. Cissé, 350.000, Schalke hat ihn abgestellt. Wäre perfekter Ersatz für Hoti, Marktwert passt. Zudem sehr, sehr talentiert, ähnlich wie Hoti. Vielleicht sogar ein Spieler, der überraschen könnte bei uns, vor allem weil er bei Schalke so fertig gemacht wird. Das ist das Faktenlager, was wir hier haben. Und sehr interessant für uns in der Analyse. Hier haben wir nämlich, Cissé soll im Winter wechseln. Das kommt ganz, ganz klar von Vereinsseite. Und das ist Fakt. Cissé soll ganz dringend abgesägt werden. Das für Schalke so, weil er auch keine richtige Spielzeit mehr bekommt. Zuletzt hat er sogar in der Regionalliga West gespielt. Schalke hat Kapitel mit Cissé damit klar abgeschlossen. Also das Ding ist durch wie das Abend in der Kirche. Die wollen nicht mehr. Was sehr, sehr schade ist, denn der Mann hat unglaubliches Talent, was er auch schon teilweise zeigen konnte bei Schalke. Aber das ist ja das, was ich auch schon mehrmals in meinen Videos gesagt habe. Unterschätzt die Schalke-Spieler direkt nicht. Denn das Gefüge stimmt auf Schalke einfach leider nicht, weil da sehr, sehr viel drunter und drüber geht. Deswegen Schalke-Spieler sollte man grundsätzlich nicht mehr unterschätzen, denn da in den Jungs steckt auch unglaubliches Potenzial drin.
wie gesagt, das ist der einzigste realistische Transfer. Andere Mali-Spieler sind einfach zu teuer. CC zu teuer auch für Drittligisten. Dadurch wechselt zu ambitionierten Zweitligisten sehr wahrscheinlich. Wir sind ein ambitionierter Zweitligist. Damit klärt sich das an der Stelle schon von selbst, warum es sehr wahrscheinlich ist, dass CC zu uns kommen könnte, wenn ein Mali-Spieler sehr wahrscheinlich als Ersatz feststeht. Das ist es. Sollte er zu uns wechseln, gibt es dazu natürlich auch eine Spieleranalyse, so wie immer. Ja, schreibt unbedingt eure Erklärungen in die Kommentare, wie das sein könnte, ob CC auch zu uns wechselt. Ich sehe es als sehr wahrscheinlich, wenn unser Liga das so schreibt, wird es zu 99% stimmen, weil bis jetzt hat er nie irgendwas falsch predicted. Deswegen bin ich mir da sehr sicher. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen, so wie immer. Und ja, Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Hier gibt es immer die neuesten News zu allem Möglichen. Ich gebe mir wirklich mein Bestes, um alles aktiv für euch zu bringen. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.